Hallo liebe Freunde der Orgelmusik, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich hatte eine kleine Umfrage gemacht, ob ihr an einer Vorstellung der Orgel in der Neuapostolischen Kirche Köln-Süd interessiert wärt, dass ich mal so die einzelnen Register vorstelle, ein bisschen was erzähle. Und an der Umfrage haben 65 Leute mitgemacht und, lass mal gucken, 9% haben gesagt, spiel einfach ein paar Takte Tutti, dann haben wir alles gehört. 6% haben gesagt, wen interessiert so eine kleine Orgel? 0% haben gesagt, Orgel ist Orgel, klingen die nicht alle gleich, also ihr kennt euch aus, ihr wisst Bescheid. Und 85% haben gesagt, ja, das ist eine super Idee. Ja, und dann mache ich das natürlich ganz gerne mal, stelle ich das ein bisschen vor, die einzelnen Register, und ihr könnt dabei zuschauen. Damit viel Spaß, macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, einige Leute haben ja gesagt, spiel einfach mal ein paar Takte Tutti, dann haben wir alles gehört und das werde ich erstmal abarbeiten. Die Orgel hat nämlich einen Tutti-Knopf, da brauche ich nur drauf zu drücken und dann geht's los, Vorsicht. Ja, die Orgel ist nicht ganz leise, also das Tutti ist recht mächtig, aber auch die Tutti angeklickt haben, können natürlich weiter zuschauen. Ich fange mal einfach an mit einem Register, das ist eigentlich in jeder Orgel drin. Ein Gedackt, 8 Fuß, eine Flöte und die klingt ungefähr so. Dann gibt es hier noch eine weitere Flöte, eine Blockflöte in 4-Fuß-Lage, die klingt eine Oktave höher. Ich spiele sie mal etwas tiefer. Ja, die klingt viel heller. Mal zusammen mit der 8-Fuß-Flöte. Dann gibt es im Hauptwerk eine Waldflöte, 2 Fuß, klingt doch noch ein bisschen höher. Die kann man natürlich nicht alleine für sich spielen, das ergibt keinen Sinn. Ich spiele sie mal zusammen mit der 8-Fuß-Flöte. Und einmal der ganze Flötenchor sozusagen zusammen. 8 Fuß, 4 Fuß und die 2-Fuß-Flöte. Dann hat die Orgel natürlich, wie fast jede Orgel, auch ein 8-Fuß-Prinzipal. Klingt ein bisschen heller als eine Flöte und auch etwas kräftiger. Dann gibt es ein 4-Fuß-Prinzipal, Oktave 4 Fuß. Ja, so kann man zum Beispiel schon den Gemeindegesang begleiten. Eigentlich reichen schon die 2 Register aus und dann Pedal natürlich noch dazu, kommt später. Dann gibt es hier in der Orgel oder auch in vielen Orgeln anderen natürlich auch so Register, die so gebrochene Fußzahlen haben. Ja, die spielen quasi, wenn man die richtige Taste drückt, einen falschen Ton. Also das ist so die normale Lage, ne? Und wenn ich jetzt das Register drücke, dann klingt so ein Ton. Ja. Ja, als wenn ich da drücken würde. Da klingt so ein Ton. Nein, falsch. So. Und das kann man natürlich auch nicht so richtig für sich alleine spielen, aber in Kombination, zum Beispiel mit der 8-Fuß-Flöte, kann man das machen.
Dann gibt es nochmal auch ein weiteres Register, hier, Terz 1/3, klingt dann nochmal ein bisschen höher. Ja, also normaler Ton, Terz. Klingt so, als wenn ich hier spielen würde. Kann man auch nicht für sich alleine benutzen, sondern macht man auch in Mischungen oder gerne zum Beispiel auch mit dem und dem zusammen. Das nennt sich dann auch, gibt es auch als festes Register, als Sesquialter. Ich meine, die Orgel-Nerds wissen das alles, aber wir gucken ja auch normale Leute zu, hoffe ich. Und da kriegt man dann so einen Klang. Ich mache mal noch eine Begleitung dazu. Pedal. So ein bisschen. Ja, kann man so als Solomischung nehmen, zum Beispiel, um eine Choralmelodie hervorzuheben. Dann gibt es hier als sogenannte Klangkrone auch eine Mixtur. Die klingt ganz komisch, wenn man die alleine spielt. Ja, ganz seltsamer Klang. Die benutzt man dann, um so einen strahlenden Orgelklang zu machen, wie zum Beispiel das hier. Und das braucht man dann zum Beispiel für sowas. Dann gibt es hier in der Orgel auch 3 sogenannte Zungenregister. Die funktionieren nicht so wie eine Flöte, wie eine Blockflöte von der Klangerzeugung, sondern ja, das ist vielleicht mal ein Thema für ein eigenes Video, um zu klären, wie die funktionieren. Aber die stelle ich dann gleich mal zusammen vor. Da gibt es eine im Hauptwerk, eine in dem zweiten Manual, in dem Nebenwerk und auch eine im Pedal. Dann gehen wir mal zu den Registern des Obermanuals hier. Da fängt es ein bisschen tiefer an. Da gibt es hier einen Bordun 16 Fuß. Ja, der klingt natürlich ganz tief und ja, so kann man eigentlich nicht spielen. Ich spiele den mal hier oben. Ganz tiefes Register, kann man dann mit anderen Registern mischen und dann klingt es dann wieder ganz gut. Hier gibt es auch eine Flöte, 8 Fuß, die nennt sich Konzertflöte und die klingt ungefähr so. Ja, die ist viel heller als jetzt hier zum Beispiel die Flöte aus dem Hauptwerk. Kann man auch für Solomischungen nehmen. In der Art etwa. Dann gibt es hier auch eine 4-Fuß-Flöte, eine Rohrflöte. Gemischt oder zusammen mit der Konzertflöte hat man dann so einen Klang. Vergleich dazu 8 und 4 Fuß aus dem Hauptwerk. Klingt ein bisschen unterschiedlich. Dann gibt es hier auch noch ein 2-Fuß-Register, ein Saliket. Das soll eigentlich ein streichendes Register sein. Klingt vielleicht eher wie ein Prinzipal, mal mit dem 8-Fuß zusammen. Dann gibt es ein Prinzipal, ein sogenanntes Geigenprinzipal, 4-Fußlage.
spiele es mal eine Oktave tiefer. Vergleich das Prinzipal aus dem Hauptwerk. Dann gibt es hier in dem Obermanual keine Mixtur so als Klangkrone, sondern wieder so ein gebrochenes Register, eine Quinte, ein Drittel. Ich weiß nicht, ob ihr das noch hören könnt. Ich kann es. Das ist der höchste Ton, den die Orgel eigentlich produzieren kann. Und mal gucken, ob YouTube den überhaupt überträgt. Ja, dann mal alles zusammen hier, so wie man jetzt hier so ein kleines Plenum machen würde. Klingt dann so mit 16 Fußlage. Neben den Flöten gibt es auch ein sogenanntes streichendes Register hier in der Orgel. Das macht so ein bisschen so einen leicht anderen Klang. Eine Viola da Gamba. Als Kombination dazu gibt es eine sogenannte Schwebung. Das ist eigentlich kein Register, was man alleine benutzt, sondern das ist ja ein verstimmtes Register. Und zwar, können wir mal hören. Ist ein bisschen tiefer, glaube ich. Oder höher. Vielleicht hört ihr das besser. Auf jeden Fall, wenn man das so kombiniert, dann gibt das so einen leicht schwebenden Klang. Ja, dann stelle ich euch jetzt nochmal die Register des Pedals vor. Da haben wir wie in jeder Orgel einen sogenannten Subbass, also ein 16-Fuß-Register, flötig. Das ist auch der tiefste Ton, den die Orgel machen kann. Dann gibt es hier so als Variante noch einen Zartbass, der ist nicht ganz so laut. Die Besonderheit hier ist, dass es kein eigenes Register ist, sondern das leiht sich praktisch die Pfeifen aus diesem Bordun, aus dem oberen Schwellwerk. Ja? Die sind da sozusagen ausgeliehen. Das ist eine Transmission, da spart man ein bisschen Pfeifen und Geld. Und dann gibt es hier einen Violon 8-Fuß, das ist auch eher so ein zarteres Prinzipal, kann man sagen. Ja. Ein bisschen langsam an, mal zusammen mit dem Subbass. Dann gibt es wie einen Choralbass, den gibt es auch in sehr vielen Orgeln. Das klingt sehr hoch. Mit den Füßen Sopran spielen. Dazu mache ich nochmal ein eigenes Video. So, und jetzt kommen wir endlich zu den Zungenregistern und eins, was vielleicht auch viele schon erwartet haben. Gibt es nämlich ein Fagott, 16 Fuß im Pedal, eine ziemlich mächtige Tröte. Ja. Ja, dann stelle ich euch gerne noch die weiteren Zungenregister vor. Es sind nur zwei. Das ist einmal hier eine Oboe im Hauptwerk. Die klingt so.
Und dann gibt es hier noch so ein bisschen so ein Special in der Orgel, das ist die Klarinette, eine sogenannte durchschlagende Zunge. Ja, und die klingt so ein bisschen wie Harmonium, die liebe ich richtig. Aber die nimmt man natürlich gerne auch für solistische Zwecke oder so zum Einfärben, ganz wie man möchte. Ja, das waren soweit die Register, die in der Orgel zu hören sind. Ich spiele jetzt noch mal ein paar so Kombinationen oder Registrierungen, die man häufig verwendet. Könnt ihr gerne noch weiter zuschauen. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.